Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Monster Girl Cast 2 mit mir und Negoya! Guten Tag! Yay. Ach, Leute, seid ihr bereit? Bist du bereit, Negoya? Ja, aber sowas von. Ich klicke mal weiter, damit ich bei mir auch auf die Weltkarte komme, wo Negoya schon auf mich wartet. Wir sind letztes Mal hier auf Helgondo übergesetzt. Wir haben in Remina eine ganze Menge böse Mistviecher gefunden, die wir dort eigentlich nicht finden wollten. Und beim Ziel Prison haben wir dann kein einziges Dark Souls Monster gefunden, was wir uns sehr gefreut haben drüber. Jupp. Und jetzt, übrig bleiben tut nur noch Alice's, das Schloss des Monster Lords Castle. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier aussieht. Die letzte Aufnahme in diesem zweiten Part, Leute. Mal schauen, was jetzt passiert. Klicken wir drauf. Und wie viele E's kommen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe es eben schon gerade vor ein paar Sekunden erst gesagt, ich habe 4 Bier bereitstehen. Ich glaube nicht mal, dass so viele am Ende kommen werden. Aber lieber köpfen als nicht köpfen. Ich glaube es auch nicht. Weil Luca, der braucht es ja gar nicht mehr so oft zu sagen, weil inzwischen hat er die Welt und alles, was hier passiert, um ihn herum ja verstanden, ne? Das war immer so ein Verwirrungs-E am Anfang. Und jetzt kann ihn ja kaum noch irgendwas schocken oder überraschen. Naja, Luca ist jetzt abgehärtet. Da müssen schon Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, was wahrscheinlich passieren wird, damit jetzt noch so viele E's fliegen. Schauen wir mal. Alright, on to the Monster Lord's Castle. At last, my final destination is before me. The ending point of my adventure. Do you have anything left unfinished here? The Monster Lord's Castle is the end of your journey after all. Naja, wir haben nicht viel Auswahl, denn ich meine, selbst wenn wir jetzt Remina und Sinners Prison nicht erkundet hätten, wir können nicht auf den anderen Kontinent wieder zurückwechseln, ne? Ja. Von daher machen wir einfach weiter. Ich glaube, ja, muss ich jetzt sagen, ne? Ja, wir haben alles erledigt. Versuchen wir es mal. Nee, I do have something left, du verdammt. Ich war mir auch nicht mehr sicher, wie sie das formuliert hat. Ich glaube, sie meinte, ob noch irgendwas unfinished ist, ne? Ja, verdammt. Sie hat das, mit dieser ollen Verneinung hat sie uns in die Irre geführt. Do you have anything left unfinished hier? Ja, hast du noch irgendetwas zu erledigen? Ja und nein. Gut, nein, wir haben alles erledigt. Wir können das Ende des Spiels beginnen. Finally, it's time for the Monster Lord's Castle. The place where the 4 heavenly knights are waiting, and the final destination of my adventure. My long journey is almost at its end. Prepare yourself, Luca. The fights in the Monster Lord's Castle will be difficult. I've been ready for this since the start. Alright, let's go! The 4 heavenly knights have been going wild all over the world, striking fear into the hearts of humans everywhere. But I know now that they aren't all evil. If I pursue them and show them my power, I'm sure I can convince them to trust me. After battling them, I'm sure I can reach them. Thinking that, I head towards the castle. Oh mein Gott, ich rieche Finale. Aber vorher geht's erstmal an mein Camp. Ja, ist das jetzt unser Abschiedscamp-Besuch? So kann man es auch sehen. Wahrscheinlich will Alice nochmal sicherstellen, dass wir auch fit sind für das Bevorstehende. As night falls, we make our final camp. After finishing her meal, Alice starts to speak. This is the last training I'll be having with you. Ah, I guess that's right. That's a pretty lonely thought, actually. Alice has been training me for so long, after all. Suitable for our final training, I'll be teaching you an ultimate skill. It's an ultimate attack that uses all 4 spirits at once. All 4 at once? Just what kind of skill could use all 4 at once? Just do what I say for now. First point your sword toward the sky and summon the power of wind into your blade. Alright. I'm counting on you, Sylph. I raise my sword and fill it with the power of the wind. I've been using the power of the wind for a while now, so it isn't too difficult. Next, put the power of the earth into your blade at the same time. Of course, without letting the power of wind dissipate. Got it. Gnome! This is pretty hard. The wind and earth aren't mixing too well.
If I lost my concentration for even a moment, they would break apart. This is quite difficult. What's next? Next is water. Like the earth and wind, mix them together in your sword. Undine. Oh mein Gott, so viel Gewackel. Der arme Luca. My sword flashes as it feels like the ground itself. It's shaking under my feet. Whoa, it's almost impossible to keep the three elements in balance. This is hard. Next, the power of fire. Concentrate all four elements in your sword. More? It's salamander. Ei! Kennt ja nicht gleich mal kollabiert oder so. Ich wollte gerade sagen, gleich gibt's Atombumm einfach nur so. steht Luca da, so das ganze Gesicht voller Ruß und atmet so eine Staubwolke aus. My sword swings through the air with me barely managing to hold on. Flames and spouts of water shoot off my sword as the wind tosses it around and the earth makes it almost too heavy to hold. Rather than balancing all four spirits, it's almost like it's a tug of war with them pulling in every direction at once. I can't hold on! This is too much! Now slash with your sword. Und ich wünschte mir, da wären ein paar mehr Soundeffekte. Ja, irgendwie ist gerade relativ still, ne? As I swing my sword down, jetzt kommt's wahrscheinlich erst. The crazy power pulling my sword from every direction goes shooting straight into the ground. Bäm. Da haben wir den Atombombenknall. Alice ist nicht mehr, sie ist weg. Aber hey, unser Lager steht noch. Gutes Material. Hält den Bänger aus. Ja! Jesus. The ground splits into two with flames raging around the fissure and cold gusts of wind blowing around the area. All four powers combined for a moment and exploded in overwhelming power. That was incredible! I can't even see the bottom of the split in the earth. Stunned at the power, I just stare into the crack. This destructive force. That wasn't as powerful as I was hoping for. The earlier power of your attributes was overwritten by the later ones. As far as I can see, wind was a 5, earth was a 7, water was a 9, and fire was a 10. With poor balance like that, it won't go so well. Hoi. I think it went pretty well myself. The power of this skill is amplified by each spirit imbued in it. But if all four were at a power of 10, it wouldn't be 10 times 4 for 40. It wouldn't be 10 times 4 for 40. Alles klar. It would be 10 to the 4th power for 10,000. This is the ultimate skill. Was ist das denn für ein Wort? Kann man das essen? Nach was für einem Gericht klingt es denn? Für dich nach einem Bagel oder so? Quadrupel, ey, ich habe dieses Wort noch nie in meinem Leben gesehen. Quadrupel Giga, so nenne ich das jetzt. Sorry, Alice hat irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich Vorfahren in Rheinland-Pfalz oder so. Da nennt man das Jetzt darfst du ja dein Glück mal versuchen, jetzt bin ich ja mal gespannt. Quadruple Giga. Ja, Quadruple, ey, das klingt doch, als wollen sie uns die Zunge verknoten, oder? Druple. Ich glaube, Moment, heißt nicht der, wer ist immer Droopy und Drops hieß doch, glaube ich, diese zwei depressiven Hunde in den Cartoon-Shows damals. Das ist so das ist so der Cousin von denen. Droopy, Drupal und, ne, Drupal gibt's ja schon, verdammt, jetzt habe ich's gesagt. Okay, aber immerhin haben wir uns jetzt auf eine Aussprache geeinigt, das ist schon mal gut. Das ist also unser Drupal-Angriff. Quadruple. Quadruple. Das klingt echt wie sowas für totale Volltrottel, oder? Also das wird der Macht überhaupt nicht gerecht. Ja, du darfst dem Gegner garantiert nicht den Namen dieser Fähigkeit verraten, ansonsten legen die sich schon vor Lachen kaputt. Genau. Wir haben's gelernt, Quadruple Giga. Jawohl. The skill takes a while to pull off. To get all 4 elements into your sword, it will take 4 turns. What? Bis dahin sind wir auch schon längst verreckt. If you get hit in the meantime, your concentration will fail and so will the skill. One more issue.
When you start the skill, any spirits you have summoned will vanish. Nein, warum? So you mean I'd have to make the enemy stop attacking me for 4 turns somehow? Yes, that's right. No enemy would just wait for that to happen. Das war auch mein erster Gedanke. Ja, und trotzdem können wir es wenigstens 2-mal benutzen, soweit ich mich erinnere, in den kommenden Kämpfen. Okay. Aber ja, die Gegner lassen es dann auch zu in der Regel. As it is now, there's no way I could use this skill in a fight. It looks like I have to figure out a better way to use it before it's viable in a fight. Now then, where's the horrible story that goes with it? I finally learned a move that looks and sounds hero-like, so I'm sure it's something disgusting. Yes, it's a truly disgusting tale among monsters. The hero Heinrich defeated Eliphas, the Eighth, with his skill. Heinrich did? He used that to defeat the 8th Monster Lord? It doesn't seem like a hero-like skill. It's the true deal, an actual hero skill. Thank you, Alice. But how did you even know about a skill like this? So that we would never experience a humiliating defeat from it again, it has been handed down among monster lords since Eliphas the Eighth's death. Ironically enough, it was never passed down among the human side, so it would have been safer to have let it fade into obscurity altogether. Das heißt, die Monster waren in dem Fall um einiges klüger als die Menschen in dem Punkt. Na gut, dann müssten sich halt eine neue ultimative Technik ausdenken, um die Monster Lords zu besiegen. Ja. Until me. Yes, I'm entrusting it to you. Make sure you lead the world to peace using it. Got it? Yeah, got it. The ultimate skill obtained right before the final area. I'll bring my ideal to fruition, using it for sure. Na, hoffen wir. Mal. Du musst mir aber unbedingt rechtzeitig sagen, wann man das einsetzen soll, weil ich gehe sonst wieder mit meiner Kopf durch die Wand-Taktik voran, ne? Ja gut, ich glaube, den Knopf drückst selbst du nicht allzu oft, auch wenn das Nee, der ultimative durch die Wand-Move wäre. Damit machst du Wände kaputt. Aber das wird doch wahrscheinlich auch mit horrenden Kosten einhergehen, oder? Sagen wir mal so, die beiden Kämpfe, an die ich gerade denke, wenn du es in dem Moment machst, dann hast du gewonnen. Ah ja, verstehe. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, also ein Monster weiß ich noch, was von der Statur her das vielleicht voraussetzen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in dem Kampf benutzt wird, sagen wir es mal so. So großes Riesenvieh, was man theoretisch mit dem Ultimate Move kaputt machen sollte, aber müssen wir noch mal sehen, ob ich mich da richtig entsinne. I'm here. The final location of my long journey. The Monster Lord's castle. The atmosphere here isn't as fearful as I thought it would be. It's a very elegant, grand-looking place. But it's still a lot larger than the castles humans have built. Outside of how big it is, it looks like a common castle. I was expecting something a little more terrifying. Myself, Ordinance, and I live here. Why in the world would I ever want to live somewhere unpleasant looking? Tadam. She has a point. Immerhin reden wir von Alice. Ich wollte gerade sagen, Alice in so einem Todesschloss mit Krallen und Klauen, die überall von den Türmen hängen, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. I was unconsciously expecting it to look like something horrible. It seems like I still have some prejudices. Die Prejudices. I need to Klingt work immerhin out. nicht so bescheuert wie Quadruple, ja. Prejudice und Quadruple. Oh Gott, lass das mal Hausmeister Krause aussprechen. Ja, du Quadruple, du da. Genau. Oh Gott. Ich muss jetzt jedes Mal lachen. Ich kann ab sofort keine Kämpfe mehr ernst nehmen, ne? Es tut mir leid. Das heißt, du gibst automatisch auf, wenn wir Quadruple benutzen müssten. Genau. Alright, let's go inside. Are you ready, Alice? No. This is why I part with you, Luca. I'm the Monster Lord and I live here. It wouldn't do for me to accompany the hero as he enters. I guess that makes sense. Then I'll head in alone. Well then, Luca, make sure you finish your duty as a hero, no matter how difficult it gets.
Ah. Oh, es kommt doch noch so früh. Es ist doch noch nicht ausgestorben. Aber Alice sagt ja immer oder verschwindet, also hier können wir ihr noch dankbar sein, dass sie wenigstens begründet hat, warum sie nicht mitkommt, weil sie sich ja so immer ganz gerne verpieselt, ohne Begründung. Aber sie taucht immer irgendwann auf, wenn eine aussichtslose Situation eintritt. Und das wird hier bestimmt auch so sein. Mutmaße ich. Liebe Leute, ich kenne das Spiel nicht. Ich rate immer. Mal gucken. Müssen wir mal schauen. Aber behalte mal die Worte im Kopf, die Alice gerade eben gesagt hat. Wir sollen unsere Pflicht als Held erfüllen, egal wie schwierig es wird. Yeah, I will. Leaving those parting words, Alice vanishes. I turn back towards the Monster Lord's castle. Alright, here I go. The strongest monsters and the 4 heavenly knights are waiting here. I'll have to persuade Tamamo and Alma Elma to stop doing things that harm humans. And for your Beatty, I'll have to show her a new way for us to coexist together. Lastly, to accept Grambaria's challenge as a fellow warrior. With various goals to accomplish, I step into the castle. Ich krieg ja gerade ein bisschen Puls, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das erste Monster ist, was kommt. Ich glaube, jetzt kommen erstmal 2 bis 3, sag ich mal, Wachen des Schlosses, bevor es ernst wird. This place is huge. Und ich muss sagen, dass dieser Gang hier sowas von lame aussieht. Man sieht das Schloss richtig schön von außen, dann sieht man nur diesen langen Tunnel, der irgendwo hinführt. Also, wenn ich da an die anderen Schlösser denke, gut, das waren Menschenschlösser, die tolle Thronräume und sowas hatten, aber das hier, das ist, naja. Nicht die spannendste Ansicht, das stimmt. This place is huge. I wonder if this is the right way to go. Luckily, there aren't too many ways to choose, so I guess I'll just go straight for now. Ich wollte gerade sagen, eine große Auswahl hast du nicht. It doesn't look like the castle itself will be too difficult to navigate through, but show yourself. I shout out at the monster hiding nearby. Oh, was hat das wohl zu bedeuten? Die Safe Location möchte uns endlich auf einen Drink einladen und sich entschuldigen für all die Male, wo sie einfach so in eine Ecke gesprungen ist, um uns zu erschrecken. Oh, das musst du aber sehr authentisch machen. Und wie sieht die Safe Location aus? Ah! Aha. Elder Succubus. Succubi hatten wir schon im Dorf, aber jetzt haben wir mal eine ältere davon. Mal gucken, was die kann. Die sieht aber ganz schön jung aus, dafür, dass sie die ältere sein soll. Aber Stimmt, die sehen ja alle wieder so ein bisschen kindlich aus. Ne? You won't go any further, you delicious looking boy. The monster blocking my path looks at me with a seductive smile. Gah! A succubus? If you don't resist, I can give you an amazing orgasm. You'll be able to die in ecstasy. Sorry, but I'm going to get through here no matter what. I calmly pull out my sword and take a fighting stance. Oh, you're going to resist. I'm the highest class of succubus, you know. I'll let you realize yourself just what that means as I drain you dry.